Ich bin frei. Frei von dieser Sucht, von dieser Knechtschaft Alkohol. Ich kann heute ein ganz normales Leben führen. Bei mir war es so, dass ich im Alter von ca. 15, 16 Jahren zum ersten Mal in Berührung gekommen bin mit Alkohol. Alle im Umfeld haben Alkohol getrunken, meine Eltern, meine Verwandten, im Freundeskreis. Zu jedem Anlass wurde Alkohol konsumiert. Ich habe damals eine Lehre begonnen als Raumausstatter. Auch da wurde Bier getrunken in der Arbeit. Es war für mich keine leichte Zeit damals. Der Chef war sehr autoritär. Ja, und ich kann sagen, ich habe mich dann ziemlich schnell in den Alkohol geflüchtet, in den Pausen und vor allem dann am Feierabend. Irgendwann hat es dann solche Ausmaße angenommen. Man ging nach der Disco in die nächste Disco, in die nächste Kneipe, bis nichts mehr offen hatte. Und anschließend holte man dann an der Tankstelle, haben wir uns noch einen Kasten Bier geholt und dann ging es zu Hause noch weiter. Ja, so ging das über Jahre. Das Problem war, dass er nicht aufhören konnte und dass er nach Alkoholgenuss oft sehr, sehr aggressiv wurde. Es gab Streit, ein falsches Wort von mir, ein falscher Satz. Er bekam es in den falschen Hals und es begann der Streit und er konnte mit dem Streiten nicht aufhören. Für mich war die Zeit, ich finde gar nicht die richtigen Worte dafür. Es war ein Kampf, es war so ein Kampf für mich. Auf der einen Seite, ich habe es gespürt, was für ein liebenswerter, feiner Mensch er ist. Und auf der anderen Seite, diese Veränderung, wenn er Alkohol getrunken hatte. Wir waren beide am Ende. Es war die Hölle, kann ich sagen. Und ja, wo einfach meine Frau auch gesagt hat, du musst dich entscheiden, so geht's nicht mehr. Entweder ich oder der Alkohol. Und mir war klar, was ich wollte. Ich wollte mit meiner Frau leben. Ich wollte frei werden. Hab dann gedacht, ich könnte einen normalen Umgang mit Alkohol erlernen. Musste aber dann feststellen, es geht nicht. Ich kann nicht wie ein anderer mal ein Gläschen Wein am Abend trinken. Es war mir nicht möglich. Wenn ich begonnen habe zu trinken, musste ich weitermachen. Ich möchte es heute als Knechtschaft bezeichnen. Ich war wirklich geknechtet vom Alkohol. Man hört dann oft von außen, ja, hör halt einfach auf. Oder du musst ja nicht trinken. Aber der Punkt ist wirklich, man muss. Man kann nicht aufhören, auch wenn man will. Und so habe ich viele, viele Versuche angestellt, mit dem Trinken aufzuhören. Und bin oft gescheitert und oft an den fehlgeschlagenen Versuchen verzweifelt. Ich habe so gebetet. Ich habe eine Nacht mal so gebetet. Ich habe gesagt, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann schick eine Hilfe. Und 2 Wochen später habe ich in einem Geschäft einen Flyer gefunden. Hilfe und Heilung auf dem geistigen Weg durch die Lehre Bruno Grönings. Und ich habe diesen Prospekt in die Hand genommen und irgendwo habe ich gespürt, das ist es. Ja, und heute kann ich Ihnen und darf Ihnen berichten, dass ich ein Dreivierteljahr später meine Heilung geschenkt bekommen habe von Alkoholsucht. Und dass ich jetzt seit über 7 Jahren vollkommen geheilt bin von Alkoholismus. Und ich habe das am Anfang gar nicht begreifen können. Ich habe es auch gar nicht glauben können, weil es waren so viele Jahre hinter mir, wo es immer wieder war, ich höre zu trinken auf. Wo es immer wieder war, ich schaffe das, ich höre auf. 1 Woche, 14 Tage, wieder von vorne, immer wieder das alte Drama. Ich habe lange gebraucht, ich sage es ganz ehrlich, ich habe lange gebraucht, bis sich das bei mir gefestigt hat, bis ich das ganze Vertrauen hatte, der ist gesund.
Das Thema Alkohol ist erledigt. Ich brauche nicht mehr trinken. Ich könnte sogar, wenn ich wollte. Was ich früher gedacht habe, ja, was erstrebenswert ist für mich, ein normaler Umgang mit Alkohol. Heute könnte ich sogar. Die Schulmedizin sagt, Alkoholismus ist nicht heilbar, es gibt nur trockene Alkoholiker. Ich bin geheilt. Ich habe es getestet. Ich habe schon Wein getrunken, habe aus Versehen normales Bier getrunken, habe gedacht, es ist ein alkoholfreies. Und es hat mir nichts ausgemacht. Es ist nicht zu erklären, dass man plötzlich ohne jede Psychotherapie einfach frei wird von dieser Abhängigkeit. Und interessanterweise kann eben Herr Hösel beispielsweise auch eine Schnapspraline ohne Probleme essen und er wird deswegen nicht rückfällig. Er muss es nicht meiden, wie sonst ein trockener Alkoholiker jeden Schluck Bier unbedingt meiden muss, sondern er ist einfach frei. Diese Abhängigkeit, was meine Frau mal sagte, dass wir nachts von träumen, ja? Wir träumen von den Drogen, träumen vom Bier oder was auch immer und das lässt sie nicht los. Ja? Und das ist wie so ein innerer Zwang, das doch zu tun und es kostet eine riesen Anstrengung, einen riesen Willen, das nicht zu tun. Ja? Und das haben wir erlebt immer wieder oder häufig bei diesen Heilungen, dass diese geistige Last, die verschwindet. Dass die Menschen wirklich überhaupt keinen Gedanken mehr an Alkohol oder Drogen haben. Das ist wie weggeputzt. Ja? Und das ist etwas ganz Besonderes. Das ist wie, als wenn die ein zweites Leben geschenkt bekommen haben. Ich bin frei. Frei von dieser Sucht, von dieser Knechtschaft Alkohol. Ich kann heute ein ganz normales Leben führen. Habe den Führerschein gemacht. Habe mir eine eigene Firma aufgebaut als Raumausstatter und führe heute ein dankbares, glückliches, freudeerfülltes Leben. Das war eine Befreiung für mich, so eine Befreiung. Wir können ohne diese Begleiterscheinung, ohne diese schreckliche Miteinander leben. Und ich sage manchmal, die Liebe, die ist wieder freigeschaufelt worden von all dem Dunklen, wovon sie verdeckt war.